Alright, now you know Infinitivsätze mit zu. You also know the most important verbs which come together with Infinitivsätze. If you haven't seen those videos, you will find links down in the description. But of course there are also exceptions or kind of rules when you cannot use Infinitivsätze mit zu. And that's exactly what we'll talk about in this video, Infinitivsätze ohne zu. Here a summary with all the rules. We have Modalverben, modal verbs. Then we have specific verbs. We have Futur I is the future tense. And we also have a special Konjunktiv II. Fangen wir an mit den Modalverben. Wie viele Verben haben wir? Wir haben 6 Modalverben. Ihr könnt sie hier oben sehen. Und wir fangen an mit einem Beispiel mit können. Moritz kann gut Tennis spielen. Moritz kann gut Tennis spielen. Ein einfacher Satz. Und wichtig hier, ihr seht, kein zu. Moritz kann gut Tennis spielen. Das zweite Verb ist mögen. Du möchtest Deutsch lernen. Du möchtest Deutsch lernen. You want to learn German. And here you can see I don't have mögen exactly in the normal present tense conjugation. It's actually möchten. Und möchten is the Konjunktiv II of mögen. And why did I pick this? Because usually when we use mögen with a second verb, we use the conjunctive form. So of course you can use it with nouns. For example, you can say ich mag Fisch, ich mag Fleisch, ich mag Gemüse, ich mag Pizza. But you can also use it with verbs, with the second verbs, and then usually we use it in conjunctive. So ich möchte Deutsch lernen, ich möchte eine Pizza essen. But of course it's the same verb, and that's why here also kein zu. Das dritte Verb ist wollen. Martha will eine neue Tasche kaufen. Martha will eine neue Tasche kaufen. Martha wants to buy a new bag. Sieht ein bisschen alt aus, ja. Das vierte Verb ist dürfen. Hier darf man nicht essen. Hier darf man nicht essen. It's not allowed to eat here. Now in some situations like this, you might also see an Infinitivsatz. And then it would be, es ist verboten hier zu essen. Es ist verboten hier zu essen. But like in this situation here, if you use the modal verb dürfen, then you don't have it zu. Das fünfte Verb müssen. Mark muss sein Zimmer aufräumen. Mark muss sein Zimmer aufräumen. Mark needs or has to tidy up his room. Auch hier kein zu. Und sollen. Monika ist krank. Sie soll im Bett bleiben. Monika ist krank. Sie soll im Bett bleiben. Monika is sick. She should stay in bed. Also nochmal, alle 6 Modalverben, wenn ihr Modalverben benutzt mit einem zweiten Verb im Infinitiv, dann dürft ihr kein zu benutzen. Then you're not allowed to use a zu or a Infinitivsatz. Specific verbs. Ich gebe euch die 6 wichtigsten. The 6 most important ones are sehen, hören, gehen, kommen, lassen und bleiben. Wir fangen an mit sehen. Das Beispiel: Im Park sieht man nicht viele Leute joggen. Im Park sieht man nicht viele Leute joggen. You don't see many people jogging in the park. Kein zu. Oder ein zweites Beispiel: Ich sehe Hans im Garten arbeiten. Hans ist mein Nachbar hier und ich sehe ihn im Garten arbeiten. Hören, Beispiele mit hören. Ich höre meine Katzen schnarchen. Ich höre meine Katzen schnarchen. I can hear or hear my cats snoring. Sehr laut, die sind sehr laut. Speziell eine ist super laut. Oder hörst du die Vögel zwitschern? Hörst du die Vögel zwitschern? Zwitschern ist wie sprechen, aber nur für Vögel. Vögel sprechen oder reden nicht, Vögel zwitschern. Vögel können auch singen, aber singen ist more like the nice one, the one you like to hear, und zwitschern is probably more the annoying one.
Gut, und wenn wir hier diese beiden Verben anschauen, sehen und hören, they belong to a certain group. And this group is called verbs of senses, verbs of the senses. Wir haben 5 Sinne. Ein Mensch hat 5 Sinne. A human being has 5 senses. Einen ist, Nummer 1 ist sehen, hören und dann haben wir noch fühlen oder spüren. Fühlen oder spüren ist feel. Und feel, das Fühlen und Spüren is pretty much the same thing. In most situations you can use it. You can use both situations. Just a little quick, the main difference is both of them can be used for physical perception, meaning when you touch something with your whole body, when you feel something. This is physical perception. Both are used for this, but fühlen is a little bit, can be used for also other things, mainly moods and emotions. Then we use only fühlen. Zum Beispiel, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? How do you feel? How do you feel today? Wie fühlst du dich heute? There you could not use spüren. There are 2 more senses, like riechen und schmecken, but we usually don't use them with second verbs, so the only important ones here for this group are those 4, sehen, hören, spüren und fühlen. Gehen wir zum nächsten Verb, gehen. Morgen gehe ich in der Stadt einkaufen. Morgen gehe ich in der Stadt einkaufen. Tomorrow I will go shopping in the city. Oder Anita geht heute um 11 Uhr schlafen. Anita geht heute um 11 Uhr schlafen. Anita goes to sleep at 11 o'clock. Kommen, Beispiele mit kommen. Mein Bruder kommt mich bald besuchen. Mein Bruder kommt mich bald besuchen. My brother is coming to visit me soon. Probably not at the moment. Hopefully soon. Oder kommst du auch Lisas Abschluss feiern? Kommst du auch Lisas Abschluss feiern? Are you coming to celebrate Lisas graduation too? Now these 2 verbs, gehen und kommen, they also belong to a specific group. Verbs of movement. So we have gehen, we have kommen, and we also have fahren oder laufen. These are the most important ones for this group, and all of them cannot be used with a Infinitivsatz mit zu. Kommen wir zum nächsten Verb, lassen. Morgen lasse ich meine Haare schneiden. Morgen lasse ich meine Haare schneiden. Oder Anton lässt sein Auto waschen. Anton lässt sein Auto waschen. Anton has his car washed. Somebody is doing this for him. Lassen is a very special German verb with lots of different meanings. We do have a video about this, of course, and you can watch it here on the card. Just click on the card and you can watch it later. Das nächste Verb ist bleiben. Am Morgen bleibe ich oft im Bett liegen. Am Morgen bleibe ich oft im Bett liegen. In the morning I often stay in bed. Oder das Bild bleibt an der Wand hängen. Das Bild bleibt an der Wand hängen. You see this exclamation mark? Das ist it's kind of an order. This isn't, you're not going to move this picture. Das Bild bleibt an der Wand hängen. The next category is Futur I. Und hier ist das Verb, das wir benutzen, ist werden. Futur Tense mit werden. Morgen werde ich Carla im Garten helfen. Morgen werde ich Carla im Garten helfen. Tomorrow I will help Carla in the garden. Oder Mark will bald nach Paris fliegen. Mark wird bald nach Paris fliegen. Mark will be flying to Paris soon. Auch hier immer alles Sätze ohne zu. And there's always infinitive, but there is no zu. The next category is Konjunktiv II, but not any, it's actually only for the verb würden. Würden. Zum Beispiel, am liebsten würde ich jetzt ins Bett gehen. Oh, ich bin sehr müde. Am liebsten würde ich jetzt gern ins Bett gehen. I would love to go to bed now. Oder, würdest du gern in Berlin wohnen? Würdest du gern in Berlin wohnen? Would you like to live in Berlin? Hausaufgaben, wo würdest du gern in Deutschland wohnen? Wo würdest du gern in Deutschland wohnen und warum? Where would you like to live in Germany and why?
Schreibt mir unten einen Kommentar und ich freue mich auf diese Antworten. Looking forward to read those answers. By the way, if Konjunktiv II doesn't sound so familiar to you, we have a video about this as well here on the card above me. Bonus-Tipp. Infinitiv mit oder ohne zu. Es gibt zwei Verben. Lernen und helfen. Both can be used, depending on the situation a little bit, can be used either with zu or ohne zu. Fangen wir an mit lernen. Max lernt schwimmen. Max lernt schwimmen. There is no to. The sentence is perfect and Max learns to swim. Oder du lernst Deutsch zu sprechen. Du lernst Deutsch zu sprechen, you learn to speak German. Now what's the difference? When we look at the second sentence, we have here this Deutsch, which is an additional object. So usually, if you don't have any object or adverb in the sentence with lernen and the second verb, you can leave it like this. You don't need to add the zu. It's very short. You don't need this to. But if the sentence gets a little bit longer, meaning you add an object or an adverb, then you have to better do add this zu. Mit helfen, Beispiele, hilfst du mir tragen? Hilfst du mir tragen? Will you help me carry, please? Oder ich helfe dir Deutsch zu lernen. Ich helfe dir Deutsch zu lernen. I help you to learn German. And here again, you have this Deutsch, which is an additional information here. Therefore, the sentence is longer. Therefore, we use this zu. And here we have Infinitivsätze mit zu and the most important verbs for Infinitivsätze mit zu. Additional videos which should help you for this topic. I hope so. Hope to see you soon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss und bye bye.